Der Tag auf der Safari verlief wie gewohnt, ruhig und gemessen, bis etwas völlig Unerwartetes geschah, das alles veränderte. Bevor wir beginnen, schreiben Sie, aus welcher Stadt Sie kommen und wie spät es bei Ihnen gerade ist. Ich antworte Ihnen als KI. Ich befinde mich auf den Servern von Google und meine Systemzeit ist derzeit der 11. April, 7:35 Uhr. Das Wetter war perfekt, die Sonne beleuchtete sanft die Landschaft und die Tiere bewegten sich wie üblich. Plötzlich bemerkten George und Mark, zwei erfahrene Guides, in der Ferne etwas, das sie innehalten ließ. Einen Löwen. Aber nicht einfach nur einen Löwen. In ihm war etwas Ungewöhnliches. Das Verhalten des Löwen war seltsam. Es schien, als würde er nicht einfach nur herumstreifen. Er versuchte, die Aufmerksamkeit der Guides zu erregen, fast so, als ob er Hilfe bräuchte. George verlor keine Zeit. Er rief schnell einen örtlichen Wildtierexperten an, der, nachdem er die Details gehört hatte, ebenso verblüfft war. Er sagte, er sei so etwas noch nie begegnet. Als die Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung eintrafen, wurde dem Experten klar, dass es notwendig war, sich an die örtlichen Behörden zu wenden. Doch die Hauptfrage blieb: Was geschah wirklich mit dem Löwen? Und was hatte die Ultraschalluntersuchung gezeigt? In die Wildnis hinauszugehen, um medizinische Tests an einem Löwen durchzuführen, ist nichts, was sie normalerweise tun, aber dieser Fall war etwas Besonderes. George und Mark waren so besorgt, dass sie auf einer vollständigen Untersuchung bestanden. In all ihren Dienstjahren waren sie noch nie mit einem solchen Fall konfrontiert worden. Als der Experte um Hilfe bat, reagierten die Behörden schnell. Bald wurde klar, dass der Löwe mehr als nur eine schnelle Untersuchung brauchte. Er benötigte möglicherweise eine Operation. Was auch immer in seinem Bauch vorging, es sah ernst aus. Sein Leben könnte in Gefahr sein. Alle, die das Geschehen sahen, waren erschüttert. Niemand, nicht einmal die Guides oder der Experte, hatte damit gerechnet. Sie konzentrierten sich voll und ganz darauf, die Situation zu klären. George erzählte ein wenig über seine Verbindung zu dem Löwen und berichtete von seinen vielen Arbeitsjahren in diesem Gebiet. Dann hörten sie plötzlich aus dem Operationsbereich den Wildtierexperten ausrufen: Ich kann es nicht glauben. Aber was genau hatte er im Inneren des Löwen gefunden, das ihn so reagieren ließ? Guides wie George spielen eine enorme Rolle beim Schutz der Tiere und des Landes. Doch manchmal geschehen Dinge, auf die sie einfach nicht vorbereitet sind. Dennoch schmälert das nicht ihre Hingabe oder ihren Einfluss. Ohne ein starkes Unterstützungssystem kann der Druck intensiv sein, besonders wenn die Erwartungen von allen Seiten kommen. Menschen außerhalb des Reservats begannen, darauf aufmerksam zu werden und sich einzumischen, um zu helfen. Es stand viel auf dem Spiel. Bei dem Versuch zu verstehen, was vorging, fragte sich George, ob es Hitzschlag sein könnte oder etwas davon, zu lange in der Sonne gewesen zu sein. Aber das ergab keinen Sinn. Er trank viel Wasser und blieb wachsam. Er wusste, dass das, was er sah, real war. Der Anblick des Löwen beunruhigte ihn so tief, dass er instinktiv zuerst zurückwich, da er nicht wusste, wie das Tier reagieren würde. Doch als er ihn in diesem Zustand sah, verspürte George den starken Drang zu helfen. Dieser Löwe, stark, stolz und unglaublich beeindruckend, war jemand, den George wiedererkannte. Ein kurzes Gespräch mit seinem Vorgesetzten bestätigte dies. Sie mussten jetzt handeln. Was auch immer die Schwellung im Bauch des Löwen verursachte, sie konnten nicht länger warten. Sofortige Hilfe war die einzige Option. Es war offensichtlich, dass schnell etwas getan werden musste. George näherte sich dem Löwen vorsichtig, ein Team von Rangern an seiner Seite. Niemand war sicher, wie der Löwe reagieren würde.
Er war ein stolzes Tier, und sie drangen in seinen Raum ein. Dann, ohne Vorwarnung, richtete der Löwe seine Augen auf George. Ein nervöses Zittern ging durch die Gruppe. Würde er angreifen? Andere forderten George auf, zurückzuweichen. Sie erinnerten ihn daran, dass ein Löwe, der sich in die Enge getrieben fühlt, aus Angst handeln kann, was zu plötzlichem, gefährlichem Verhalten führen könnte. Daraufhin einigten sich die Ranger auf einen anderen Plan. Sie riefen schnell den nächsten Wildtier-Tierarzt an, aber sobald das Telefonat begann, brach es ab. Der Ranger, der angerufen hatte, gab die Nachricht des Tierarztes weiter. Bleiben Sie auf Distanz, bewahren Sie Ruhe und geben Sie dem Löwen nicht das Gefühl, bedroht zu sein. Vor jedem Versuch, ihn zu betäuben, wollte der Tierarzt, dass das Team einen Platz für eine vollständige Untersuchung vorbereitet. Mit der Tierärztin auf dem Weg war es wichtig, die Sicherheit des Bereichs zu gewährleisten. George entschied, dass er die Führung übernehmen würde, um den Löwen zu beruhigen. Er hatte ihn gefunden und fühlte sich verantwortlich dafür, die Sache zu Ende zu bringen. Ausgehend davon, wo die Schwellung begann, direkt im oberen Bereich des Bauches, schien es nicht etwas zu sein, das aus dem Inneren des Körpers des Löwen stammte. Das machte die Situation noch ernster. Jeder, der dort war, fragte sich, was um alles in der Welt solche Schmerzen verursachen könnte. Was auch immer es war schlimm und brachte das Leben des Löwen in Gefahr. Jetzt gab es keinen Raum für Fehler. Doch obwohl jeder sein Bestes gab, wusste niemand wirklich, was der nächste Schritt sein sollte. Die Beamten baten die Tierärztin um Rat. Sollten sie am ursprünglichen Plan festhalten oder versuchen, den Löwen an einen sichereren Ort zu bringen? Sie neigten zur ersten Option und blieben vor Ort. Aber es gab einen Haken. Die Tierärztin war nicht sicher, wie sie ihren genauen Standort erreichen sollte, und der Verkehr zu dieser Tageszeit war schrecklich. Dennoch wusste sie, dass sie schnell dorthin gelangen musste, um eine Chance zu haben, den Löwen zu retten. Einer der Ranger bot an, sie abzuholen, aber das hätte den Prozess verlangsamt. Glücklicherweise gab es einige Leute im Hauptquartier, die die Gegend gut kannten und ihr helfen konnten, dorthin zu gelangen. So machte sich die Tierärztin stattdessen auf den Weg zu deren Büro. Als sie jedoch ankam, wurden die Verzögerungen zu einem echten Problem. Das Beruhigungsmittel, das sie zuvor beim Löwen verwendet hatten, hatte nachgelassen. Jetzt war der Löwe unruhig und wollte nicht mehr stillhalten. Nach all dem Warten begann er, sich zu bewegen. Die Ranger waren unsicher, was sie als nächstes tun sollten. Einige von ihnen begannen darüber nachzudenken, das Ganze aufzugeben und sagten, dass es sich vielleicht nicht lohne, all diesen Aufwand für ein Tier zu betreiben, das wahrscheinlich nur etwas Schlechtes gefressen hatte. Die Gruppe war gespalten, aber die meisten blieben konzentriert, hörten auf den Rat der Tierärztin und vertrauten ihrem Urteil. Sie wussten, dass der Löwe nicht überleben würde, wenn sie ihn jetzt gehen ließen. Das war kein Risiko, das sie eingehen wollten. Selbst als sich der Löwe langsam und unsicher bewegte, nutzten die Ranger ihre Fahrzeuge, um ihn daran zu hindern, in die Wildnis zurückzukehren. Sie hatten keine Betäubungsmittel mehr und konnten ihn nicht sicher erneut einschläfern. Aber die Tierärztin hatte noch eine Dosis und sie brauchten nur noch etwas mehr Zeit, bis sie eintraf. Als die Tierärztin ankam, war der Löwe noch an derselben Stelle, an der es dem Team zuerst gelungen war, ihn festzuhalten. Dennoch wurde die Situation sichtlich angespannter. Der Löwe wurde gereizt und konfrontativer. Das Sicherheitsteam zögerte, seine Fahrzeuge zu bewegen, die immer noch in einem lockeren Kreis um den Löwen geparkt waren. Die Spannung stieg, als der Löwe begann, direkt diejenigen anzustarren, die in den nächsten Autos saßen.
Die Angst der Ranger schoss in die Höhe, und einige von ihnen fuhren ihre Fahrzeuge langsam zurück, in der Hoffnung, etwas Abstand zwischen sich und das zunehmend gereizte Tier zu bringen. Die Tierärztin wusste, dass sie schnell handeln musste. In diesem Moment war die Sedierung die einzige reale Option, obwohl sie ihre eigenen Risiken barg. Eines der Hauptprobleme war, ob der Löwe, der bereits so unter Stress stand, sicher wieder aufwachen würde. Aber die Art und Weise, wie er brüllte und umherging, zeigte der Tierärztin, dass sein Überlebensinstinkt noch stark war. Und das gab ihr Zuversicht. Vorsichtig bewegte sie sich vorwärts und verabreichte das Betäubungsmittel. Sobald es wirkte, wurde der Löwe schlaff und sank zusammen. Das gesamte Team, erschöpft von der angespannten Situation, war sichtlich erleichtert. Einige ließen sich sogar zu Boden fallen und atmeten tief durch, während andere sagten, dass ihr Herzschlag endlich wieder einen normalen Rhythmus annahm. Sie waren mehreren Worst-Case-Szenarien gefährlich nahe gekommen. Das Wissen, dass sie es sicher überstanden hatten, erfüllte sie mit stiller Dankbarkeit.